Hallo zusammen und ein frohes neues Jahr. Mein Name ist Wouter Peere und ich bin der Gründer und Hauptentwickler von GHE Tool Cloud. Im heutigen Video möchte ich Ihnen mitteilen, was wir für unsere Community im Jahr 2026 vorbereitet haben. Ja, war zuallererst ein fantastisches Jahr. Dank Ihnen, unserer Community. Es war unser erster Jahrestag und wir sind auf über 70 Nutzer in 9 verschiedenen Ländern gewachsen, die unsere Software für ihr tägliches Sondenfelddesign verwenden. Im letzten Jahr wurden mehr als 8000 Sondenfelder mit GHE Tool simuliert und dafür sind wir sehr dankbar. Wir haben letztes Jahr auch ziemlich viel Produktentwicklung betrieben. Basierend auf dem Feedback von Ihnen, unseren Nutzern, haben wir Methoden zur Interferenzberechnung, zur Simulation von Hybridsystemen und auch für erweiterte Druckverlustberechnungen implementiert. Und neben all diesen Implementierungen haben wir auch eine ganze Menge Artikel für unsere Wissensdatenbank geschrieben, sodass Sie jetzt mehr als 500 Seiten mit Artikeln auf unserer Website verfügbar haben. Begleitet von mehr als 10 Stunden kostenlosem Videoinhalt auf YouTube. Und das macht die GHE Tool Wissensdatenbank zur größten Einzelquelle für Designinformationen für oberflächennahe geothermische Sondenfelder auf der ganzen Welt. Und dafür sind wir sehr, sehr dankbar. Wie Sie also sehen, war unser letztes Jahr ein sehr arbeitsreiches Jahr. Und da unsere Community so schnell wächst, wie sie es tut, wird das nächste Jahr nicht anders sein. Fürs nächste Jahr wollen wir uns also wieder auf unsere 2 Hauptsäulen konzentrieren. Einerseits die Softwareentwicklung, um GHE Tool im nächsten Jahr noch besser zu machen. Und andererseits die Bildung, indem wir Ihnen beibringen, wie Sie mit unserer Software bessere Sondenfelder entwerfen können. Was die Produktentwicklung betrifft, so haben wir eine Menge neuer Funktionen in Vorbereitung. Zuallererst werden wir neue Methoden implementieren. Letztes Jahr haben wir uns hauptsächlich auf Hybridsysteme konzentriert, aber dieses Jahr werden wir auch unsere ersten Module zur Regeneration von Sondenfeldern veröffentlichen, was sehr spannend ist. Wir werden auch unsere bestehenden Module aktualisieren. Zum Beispiel das Interferenzberechnungsmodul, das Druckverlustmodul und wir werden auch unser Modul zur automatisierten Dimensionierung von Länge und Breite weiterentwickeln. Und drittens werden wir uns auch darauf konzentrieren, GHE Tool insgesamt genauer zu machen. Wie Sie sich vielleicht erinnern, haben wir im Sommer letzten Jahres den traditionellen Ansatz verlassen, nur eine Fluidtemperatur und eine Reynolds-Zahl zu verwenden und einen Bohrlochwiderstand für den gesamten Simulationszeitraum. Wir sind zu einem System übergegangen, bei dem stündlich, im Falle einer stündlichen Simulation, die Fluidtemperatur neu berechnet wurde, ebenso wie die Viskosität, die Reynolds-Zahl und der effektive thermische Bohrlochwiderstand, was unsere Simulationen viel genauer machte, insbesondere bei der Unterscheidung zwischen Heizen und Kühlen. Diesen Monat, bereits im Januar, werden wir das auf die nächste Stufe heben. Wir werden auch von konstanten zu variablen Durchflussraten übergehen, sodass Ihre Reynolds-Zahl im Laufe der Zeit noch stärker variieren kann, was Ihnen einen weitaus besseren Einblick in das Verhalten Ihres Systems. Und im Februar gehen wir sogar noch einen Schritt weiter, hin zur letzten Phase, um GHE Tool noch genauer zu machen, nämlich die Implementierung eines Wärmepumpenmodells. Und das werden wir nicht tun, indem wir uns einfach die Temperaturschwankungen des COP ansehen, sondern wir arbeiten mit Herstellern zusammen, um auch die Teillastdaten in unserer Software zu haben. So können Sie zwischen der Überdimensionierung einer Wärmepumpe, der Unterdimensionierung, mehr Volllaststunden und so weiter unterscheiden. Das ist also, was wir aus Entwicklungssicht geplant haben. Das werden wir natürlich begleiten durch die Erstellung von Lerninhalten auf unserer Website. Letztes Jahr haben wir wöchentliche Artikel geschrieben, was uns eine sehr große Wissensbasis verschafft hat. Der Nachteil dieses artikelbasierten Informationssystems ist, dass es manchmal schwierig ist, eine chronologische Reihenfolge zu finden, wenn man in diesem Bereich neu ist. Deshalb werden wir es dieses Jahr anders angehen. Wir werden das Tempo unserer Artikel auf einen Artikel pro Monat reduzieren, mindestens einen, indem wir eine neue Funktion oder ein sehr spezifisches Problem erklären. Und außerdem werden wir den ersten kostenlosen Kurs zur Auslegung von Erdwärmesondenfeldern der Welt starten. Unsere Idee ist es, eine monatliche Vorlesung für Sie zu erstellen, mit einem Lehrbuchkapitel, das Ihnen alles erklärt, was Sie über die Auslegung von Sondenfeldern, Beispiele, GHE Tool und so weiter wissen müssen.
Die Idee ist, dass wenn Sie am letzten Dienstag jedes Monats dabei sind, Sie, indem Sie von Januar bis Dezember dranbleiben, alle Informationen von den physikalischen Grundlagen erhalten, bis hin zu Druckabfall, Hybridsystemen und so weiter, um Ihre eigenen einfachen und sogar komplexen Sondenfelder auszulegen. Wir werden später in diesem Monat mehr über diesen Kurs kommunizieren, aber ich bin wirklich begeistert, diese Reise mit Ihnen anzutreten. Das war also unsere kurze Neujahrsbotschaft. Zuletzt möchte ich noch sagen, dass wir auch mit KI experimentieren werden. Dieses Video wurde auf Englisch aufgenommen, wird aber auch auf Französisch, Deutsch und so weiter verfügbar sein. Wir wollen damit experimentieren, weil unsere Community immer internationaler wird und nicht jeder fließend Englisch spricht. Deshalb wollen wir ausprobieren, wie KI uns helfen kann, unsere Botschaft auch an nicht-englische Muttersprachler zu vermitteln. Ich bin also sehr an Ihrem Feedback interessiert und freue mich darauf, Sie in unserem nächsten Video in unserem brandneuen Studio zu sehen. Machen Sie es gut. Tschüss.